Einen wunderschönen guten Tag. Ihr schaut Mo von VR, ich bin Mo Tensen. Hey, ihr Schlümpfe, kennt ihr eigentlich noch das, ja, von der PlayStation VR 1? Das ist der Aim-Controller, ja. Einige von euch kennen es jetzt vielleicht nicht mehr, die erst mit der PlayStation VR 2 eingestiegen sind. Den hier hatten wir zur Verfügung, um Shooter zu spielen auf der PlayStation VR 1. Ihr wisst ja, wir hatten an den Move-Controllern keine Analogsticks, ja. Und dieses Ding hat mehrere Sachen auf einmal erledigt. Es hatte Analogsticks, damit wir smooth durch die Level gehen konnten, und gleichzeitig ist es auch super geil, in VR konkret was in der Hand zu haben, ja, wenn ihr mit einem Gewehr schießt oder so, wirklich was in der Hand zu haben, in VR dann aber hier eine fantastische Science-Fiction-Waffe zu sehen, ist einfach geil gewesen. Und leider bis zum heutigen Tag hat uns Sony dann nichts angeboten, was wir als Alternative für die PlayStation VR 2 haben könnten. Es gibt jetzt schon externe Anbieter, die mehr oder weniger sinnvolle Guns-Docks zeigen. Ich bin nicht ganz überzeugt von dem Thema, aber beobachte das auf jeden Fall mal. Wenn da irgendwas bei rauskommt, was ich nützlich finde, sage ich euch auf jeden Fall auch Bescheid. Heute geht es aber um Firewall Ultra. Genau. Firewall Zero Hour war einer der beliebtesten Shooter auf der PlayStation VR 1. Tatsächlich aber auch wegen seiner ganzen Qualität. Ja, das Spiel war super verarbeitet, sah fantastisch aus. Die Auflösung war natürlich nicht so hoch auf der PlayStation 1. Ich hatte mal gehofft, wir bekommen einfach ein Update für die PlayStation 5, ja, und dann ist alles dasselbe und in scharf. Eigentlich scheint es so zu sein, aber es gibt noch mehr. Denn die Firewall Zero Hour, also Firewall Ultra ist das ja jetzt, Version für die PlayStation 2, wird sehr viel Augentracking unterstützen, und zwar nicht nur, um das Bild besser zu machen, sondern auch als Aim Assist. Außerdem, dadurch, dass das Gerät weiß, wo ihr hinguckt, ob ihr eure Augen geschlossen oder offen habt, ist es natürlich auch interessant, mit Licht zu arbeiten. Und das scheinen sie jetzt jede Menge zu tun. In dem Blogartikel dazu, in einem PlayStation-Blogartikel steht extra was dazu. Ja, wenn ihr zum Beispiel in eine Taschenlampe vom Gegner guckt, dann seid ihr geblendet. Oder auch die berühmten Flash-Bang-Granaten, die blenden euch ja auch. Wenn ihr aber die Augen zumacht, ja, oder die Hand vor Augen haltet oder sowas, dann nicht. Also das funktioniert tatsächlich, finde ich ganz nett. Was mich ein bisschen stört, sie scheinen jetzt das Gameplay auch auf diese Helligkeitsgeschichten ausgerichtet zu haben, denn es gibt ein IGN-Video von jemandem, der das Spiel getestet hat, der Ryan McGoffrey. Da sieht man ein paar von den alten Maps, nämlich die gute Bohrinsel und das Büro, ja, und die sind jetzt sehr dunkel. Ja. Die Bohrinsel ist bei Nacht, Büro ist irgendwie auch Licht ausgeschaltet und alles zerrümpelt worden. Und das profitiert halt jetzt sehr von diesen Taschenlampen. Ich bin gar kein Freund von so dunklen Maps. Ja, es gibt zwar hier jetzt sehr viel Echtzeitschatten, was irgendwie toll aussieht, aber es macht das alles ein bisschen gruseliger. Ich mag immer sehr gerne freundliche Spiele, warum auch immer. Und im Firewall Zero Hour waren die Maps halt teilweise so in wunderschönes Abendlicht gehüllt, ja, so Sonnenuntergang oder so. Es sah immer richtig gut aus. Dass man jetzt einfach nachts spielen soll, damit die Taschenlampen besser rüberkommen, passt mir nicht. Aber vielleicht ist das auch nur ein Modus. Ja? Vielleicht kann man dieselben Maps auch bei Tag spielen. Ich weiß es nicht. Ich versuche jetzt nur gerade hier ein bisschen zu analysieren, was wir sehen, und mir eine Meinung zu bilden, um euch da eine Reaktion zu geben. Ich muss auch sagen, das Ganze ist ja von der Unreal 4 auf die Unreal 5 Engine umgezogen während der Entwicklung hier, und ich bin ein bisschen unterwältigt von den Bildern. Das muss noch nichts heißen. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, der Trailer von Star Wars Tales from the Galaxy's Edge hat mich auch nicht aus den Socken geworfen, in VR das Spiel dann auf der PlayStation VR 2 zu sehen, aber sehr. Ja, da sah man dann die ganzen Details, sah geil aus. Hier in der 2D-Grafik von Firewall Ultra, finde ich, sieht jetzt auch alles so ein bisschen lahm und blass aus, tatsächlich. Ich finde es nicht so aufregend, vor allem nicht besser als auf der PlayStation VR 1. Ja, ich habe hier auch an einigen Stellen wirklich harte Schattenartefakte gesehen. Aber es gibt jetzt halt sehr viel Echtzeitlicht, und was ich von den volumetrischen Lichtquellen gesehen habe, das sah eigentlich ganz interessant und gut aus. Auch so Nebel- und Raucheffekte wirkten sehr gut, aber ich würde sagen, dann lassen wir uns mal überzeugen. Denn der Ryan, der das für IGN gespielt hat, meinte, auf ihn wirkt es noch nicht sehr fertig. Ja, die ganzen Spieleranimationen, also Gegenspieleranimationen, sahen noch nicht so richtig aus und so. Auch wenn sie jetzt hier schon ein bisschen Material zeigen, die Angabe zum Release irgendwann dieses Jahr bedeutet, dass es noch nicht so richtig nah ist. Aber ich würde sagen, wir behalten mal die Augen drauf und lassen uns mal überraschen. Ich bin bereit, noch mehr davon zu sehen. Dass ich es jetzt gesehen habe, haut mich nicht aus den Socken, muss ich sagen. Ja, das ist so alles okay. Firewall war geil und wird weiter geil sein. So, ich hätte mir aber vorstellen können, dass sie da auch noch wirklich einen oben draufsetzen. Vor allen Dingen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass das Grafikteam der Firewall-Macher wirklich was drauf hat. Und das hier ist jetzt alles erstmal relativ durchschnittlich. Jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt.
Was ist eure Meinung, wenn ihr die Bilder hier seht? Hat sich da was verbessert oder eher verschlechtert? Oder was ist los? Was erwartet ihr von Firewall? Der PvE-Modus ist auch noch mit keiner Silbe erwähnt worden, außer dass er weiterhin in der Mache ist. PvE bedeutet aber eigentlich nur gegen Bots spielen. Das hatten wir auch in dem alten Teil schon. Ich weiß nicht, ob sie jetzt hier eine extra Kampagne noch zusammenstricken, dass man irgendwie mit seinen Jungs ein bisschen lustig gegen Computergegner spielen kann. Lassen wir uns überraschen. Sie werden noch weitere Infos raushauen. Das war es jetzt erstmal mit dieser Geschichte. Vergesst nicht das Däumchen. Ich freue mich auch über ein Abo. Bis dann, Mo von VR. Immer für euch da. Bye bye. Der Beste ist Mo. Mo von VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tensen, Mo von VR. Gibt's was Neues im VR, sei sicher, Mo geht live und unterhält dich mit 2 Stunden No Man's Sky. Auf jedes First Impression kannst du dich verlassen. Also lass ein Abo da, dann kannst du nichts verpassen. Ob auf Rügen in geschlossenen Buden mit gutem WLAN. Hier gibt's heute kein Schnitzel, Alter, was geht, man? Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der Beste ist Mo. Ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mo von VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tensen, Mo von VR.